Der Begriff des Stilllebens hat seinen Ursprung im niederländischen stilleven, Stillleben. Ein seltsamer, in sich doch etwas widersprüchlicher Begriff. Etwas mehr Aufschluss über die bildmotivischen Inhalte dieser neben Genre- und Historienbild sowie Porträt und Landschaft letzten großen Gattung der Malerei bieten uns vielleicht aber die italienische Bezeichnung Natura morta und seine französische Entsprechung Nature morte. Es sind eben die ihrer Natur, ihrem Wesen nach toten, unbelebten Gegenstände, die hier im darstellerischen Fokus stehen. Stillleben zeigen also ein Arrangement von unbewegten, von stillen Dingen. Sie sind dadurch in ihrer Natur kontemplativ. Eine Ablenkung durch direkte, unmittelbare und die Ruhe störende menschliche Aktivität findet sich nicht. Die Anfänge des Stilllebens reichen weit in die Kulturgeschichte zurück, bis hinein in die antike Welt, wo frühe Formen bereits in ägyptischen Grabmalereien oder in den römischen Fresken und Mosaiken dekorativ schmückende Zwecke erfüllen. Im Mittelalter gibt es zunächst keine eigenständige Stilllebendarstellung. Erst im späten Mittelalter beginnt das Stillleben als Genre, als themengebundene Bildform an Bedeutung zu gewinnen. Insbesondere in den Klöstern Europas dient es der begleitenden Illustration religiöser Szenen, oftmals als sehr genau beobachtete Darstellungen von Früchten, Blumen oder Gefäßen, häufig mit symbolischer Bedeutung. Sie bleiben dabei aber noch Dekorum und sind nicht aus sich heraus eines eigenen Bildes würdig. Caravaggios Korb mit Früchten greift indes die antike Tradition wieder auf, belebt sie erneut. Hier wird die auf den ersten Blick wahrgenommene Üppigkeit des dargebotenen Obstes gebrochen durch erste Anzeichen der Verwesung, einem Wurmloch im Apfel, verwelkenden und sich bereits zusammenrollenden Blättern. Caravaggio weist seinem Werk bereits eine tiefere Bedeutung zu. Sind Zerfall und Verwesung doch ein Schicksal, das Obst und Mensch teilen? Insbesondere in den Niederlanden und im Flandern des 17. Jahrhunderts, an der Nahtstelle zwischen Renaissance und Barock schließlich, erlebt das Stillleben als autonomes, das heißt eigenständiges Motiv einen ersten Höhepunkt. Hier entstehen einige der beeindruckendsten Werke der Gattung: Willem Kalf, Rachel Reusch und Jan David de Heem, die dem Repräsentationsbedürfnis des aufstrebenden Bürgertums malerischen Ausdruck verleihen. Es entsteht in den in beinahe industriellem Maßstab produzierenden Ateliers eine immense Typenvielfalt, die jedes thematisch-motivische Bedürfnis abdeckt. Neben Frucht- und Gemüsestillleben das Blumenstück, Küchen- und Marktstillleben, das Prunkstück, das Jagdbeutestück, das Instrumentenstillleben oder aber als Quasi-Porträt das als Trompe-l'œil angelegte Steckbrett, das Quodlibet. So stellen die Künstler der Zeit in ihren Werken grundlegende Fragen zur bildlichen Illusion und der visuellen Repräsentation der Wirklichkeit, beteiligen sich an der empirischen Bestandsaufnahme einer Welt, die durch sich entwickelnde naturwissenschaftliche Forschung, durch technische Innovation und entstehende globale Handelswege eine überwältigende, so zuvor unbekannte Menge an Dingen, Objekten, Gegenständen erlebt. Insbesondere in den sogenannten Vanitas-Stillleben nehmen Künstler wie Pieter Claesz die dargestellten Objekte zum Anlass, nicht nur in beeindruckender Detailgenauigkeit eine reine Nachahmung der Natur anzustreben, sondern durch reichhaltig symbolisch aufgeladene Gemälde auf die Vergänglichkeit des Lebens und allen irdischen Besitzes zu verweisen. Diese Gemälde sind oftmals mit reichen Arrangements von Blumen, Früchten, kostbaren Objekten und exotischen Gewürzen geschmückt, die einerseits den Wohlstand und die Handelsmacht der Niederlande widerspiegelten, andererseits in calvinistischer Tradition als Memento Mori zu Bescheidenheit und Demut ermahnen. Während des 18. und 19. Jahrhunderts, besonders mit dem Aufkommen der Romantik, verlieren Stilllebenmotive zunächst an Popularität zugunsten anderer Gattungen wie der Landschafts- und Porträtmalerei. Dennoch gibt es weiterhin Künstler, die sich dem Stillleben widmen und beginnen, es mehr oder minder vorsichtig in neue Richtungen zu lenken.
So lehnen beispielsweise Vertreter des Realismus wie Gustave Courbet den Symbolismus und die tiefe allegorische Bedeutung der Vergangenheit ab, sind ausschließlich an einer genauen Beobachtung der Natur und ihrer auch sozialen Umwelt interessiert. Einer der wichtigsten Wegbereiter dieses Ansatzes ist Jean-Siméon Chardin, der bereits in den 1780ern postuliert hatte, dass Kunst auch auf dem Alltagsgeschehen basieren könne. Sie bedürfe keiner intellektuellen oder mythologischen Untermauerung. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind es die impressionistischen und postimpressionistischen Maler, die die weitere Entwicklung des Stilllebens prägen und die Autonomisierung der Malerei vorantreiben. Sie grenzen sich in Wahrnehmung und Malweise noch weiter von traditionellen Konventionen ab und konzentrieren sich auf die Darstellung von Licht, Farbe und Form. Die Objekte an sich sind weniger Gegenstand der Abbildung, sondern die Licht- und Farbeffekte, die sie verursachen und die sich an ihnen beobachten lassen. Impressionistische Künstler wie Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir oder Edouard Manet konzentrieren sich darauf, die Flüchtigkeit des Lichts und der Atmosphäre einzufangen. Blumen, Früchte, Vasen, einfaches Geschirr und Krüge, oft auf gemusterten Tischdecken, kurz gesagt, Gebrauchs- und Alltagsgegenstände dominieren ihre Werke. Die so in lockerem, spontan und dynamisch wirkendem, kurzem Pinselstrich entstehenden Stillleben sind in ihrem Verzicht auf die akribische Detailgenauigkeit früherer Epochen eher Momentaufnahmen des täglichen Lebens, denn sorgfältig arrangierte Kompositionen. Das Stillleben ist wichtiges Experimentierfeld für künstlerische Veränderung und Innovation geworden und bleibt es bis in die Gegenwart. Der Postimpressionist Vincent van Gogh erweitert gegen Ende des 19. Jahrhunderts die auf optische Erscheinung fußende Bildsprache des Stilllebens um einen subjektiven, emotionalen Farbansatz, der über eine starke Kontrastierung oft leuchtender Farbflächen eine enorme Wirkung weit über die gegenständlichen Motive hinaus erzeugt. Er nimmt hier bereits die Entwicklungen des sich anbahnenden Expressionismus voraus. Das eingehende 20. Jahrhundert erlebt neben einer Fragmentierung der Malstile in eine Vielzahl avantgardistischer Ideen eine weitere Renaissance und Metamorphose des Stilllebens, insbesondere durch die Künstler der Moderne, die neue Wege der Abstraktion und Expressivität erforschen. Pablo Picasso, Georges Braque und Juan Gris entwickeln im Kubismus eine Darstellungsweise, in der die Gegenstände im Stillleben fragmentiert und in geometrischen Formen multiperspektivisch zerlegt werden. Die Surrealisten wie Salvador Dalí oder René Magritte nutzen gleichzeitig das Genre, um die Grenzen der wahrnehmbaren Realität zu erforschen und in ihren Werken das Unbewusste sichtbar zu machen. Insbesondere die deutschen Expressionisten nähern sich den doch eigentlich unbelebten Bildgegenständen ihrer Motive mit einer großen emotionalen Wucht an, laden sie in Farb- und Formensprache auf. Zugleich kehren sie, ebenso wie die in Frankreich aktiven Fauves, die wilden, zu klaren bildmotivischen gegenständlichen Ansätzen zurück. Mit dem Kolorismus der leuchtenden Farben, oftmals großflächig und in einem in seiner Verve klar erkennbaren Duktus aufgetragen und konturiert, wird die Natura Morta so zur Projektionsfläche einer subjektiven Emotionalität. Das expressionistische Stillleben ist bei Gabriele Münter, Franz Marc oder Alexei Jawlensky nicht mehr reines Abbild einer äußeren Wirklichkeit, sondern Ausdruck einer inneren, einer gefühlten Wahrheit. Insbesondere in der Zeit zwischen den Weltkriegen wird so auch die formalmotivische Abstraktion weiter vorangetrieben. Mit der neben klassischen Techniken auch vorgefundene, vorfabrizierte Materialien nutzenden Collage und der bewusst auch den dreidimensionalen Raum nutzenden Assemblage finden bereits ab den 1920ern neue Medien und Arbeitsweisen Eingang in die Bildsprache der Stillleben. Das Objet trouvé verwandelt in künstlerischer Bearbeitung ganze Alltagsgegenstände in dreidimensionale, raumgreifende Stillleben. Die Readymates aus vorgefundenen, zum Kunstwerk erklärten Objekten lassen die Grenze zwischen Plastik und klassischem Stillleben verschwimmen und stellen zugleich den Kunstbegriff insgesamt in Frage.
Ab den 1930er Jahren beginnt schließlich der abstrakte Expressionismus, das Stillleben auf Darstellungen von Form und Farbe zu reduzieren, bis schließlich ab den 50er Jahren die vollständige Abstraktion die Kunstwelt dominiert. Der Pop-Art gelingt es, diese Entwicklung umzukehren und neue Formen des Stilllebens zu etablieren. Zahlreiche Werke der Pop-Art wie Andy Warhols Campbell's Soup Cans oder aber seine Brillo-Boxes basieren auf der Gattung des Stilllebens und seinen Vorstellungen. Doch ihr eigentlicher Gegenstand ist meist das medial verarbeitete Bild des dargestellten kommerziellen Produkts, nicht aber das eigentliche, das Stillleben-Objekt. So präsentiert Wayne Thiebaud's Lunch Table nicht die konkreten Lebensmittel, die das Mittagessen einer einzelnen amerikanischen Familie konstituieren, sondern zeigt ironisierend ein Fließband mit standardisierten, wie industriell gefertigten Produkten. Roy Lichtensteins Stillleben mit Goldfischschale überführt die reinen Farben eines Henri Matisse in die Ikonographie der Pop-Art. Mit der Moderne und der Postmoderne verändern sich also die Motive, die abgebildeten Gegenstände im Stillleben ebenso, wie sich dessen Darstellungs- und Erscheinungsformen verändern, erweitern, an die Gegenwart anpassen. Sie spiegeln den jeweiligen Zeitgeist und den Stand der sich entwickelnden Technik wider. Statt Blumen und Manuskripten finden sich nun in den Werken beispielsweise elektronische Geräte des Alltags, Industrieprodukte oder Massenmedien. Dabei treibt die Kunstschaffenden, quasi eine Konstante in der Gattung des Stilllebens, noch immer die Frage nach der Bedeutung, dem Wert dieser Objekte für den Menschen, materiell, ideell, existenziell. Das Stillleben offenbart so abermals seine bemerkenswerte Fähigkeit, sich an den Zeitgeist anzupassen, diesen aufzugreifen und zu dokumentieren, zu kommentieren. Auch Giorgio Morandi malt in seinen beinahe 800 Stillleben nicht irgendwelche Dinge, sondern in der Heideggerschen Definition Zeugen oder Zeugnisse, also von Menschen für den täglichen Gebrauch gefertigte Objekte wie Schalen, Gefäße, Flaschen, Kannen, Becher, Vasen, in deren Form und Proportionen sich zum einen die menschliche Nutzung, zum anderen die Bezogenheit auf grundlegende menschliche Bedürfnisse wie zum Beispiel Trinken oder Essen widerspiegelt. Sie sind somit eben mehr als nur Dinge, weil sie für die Menschen eine inhärente oder eine zugewiesene Funktion haben. Die künstlerische Auseinandersetzung mit ihnen bleibt also auch in der Postmoderne eine zutiefst philosophische. In der Gegenwartskunst hat das Stillleben seinen Platz als autonome und bildwürdige Gattung bewahrt, kanonisch erweitert um die Stillleben-Fotografie oder auch Videoinstallationen. Sam Taylor Wood geht in ihrem Film Still Life von 2001 den von Caravaggio angedeuteten und in den Vanitas-Stillleben perfektionierten, immanenten, aber eben statisch eingefrorenen Verfall konsequent zu Ende, zeigt den vollständigen Verwesungsvorgang. Sie legt dabei indes als Brechung der Vergänglichkeit einen Plastikkugelschreiber, der von den Unbilden der verrinnenden Zeit vollkommen unberührt bleibt, neben den vergehenden Obstkorb. Ein mahnender Fingerzeig ganz anderer Art. Von hyperrealistischen Gemälden bis hin zu stark abstrahierten Kompositionen oder sogar hin bis zu vollsynthetischen, computergenerierten Bildwerken bleibt das Stillleben so eine vielseitige Form der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Erscheinung, Natur und Wahrnehmung unserer physischen Welt und unserer Rolle darin.